Hallo und herzlich willkommen zur 171. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Tiere werden vermehrt abgegeben in Tierheimen aus Angst vor Ansteckung. Aufgrund der Überfüllung der Tierheime werden vermehrt Tiere eingeschläfert. Damit man in Zeiten von Corona und Homeoffice nicht so alleine ist oder in Quarantäne mit dem Hund dennoch raus kann, werden verstärkt Tiere kurzfristig adoptiert. Durch das Kontaktverbot und den Wegfall des Gassigehens bleiben Hunde in Tierheimen und den ganzen Tag im Zwinger. Und um Katzen wird sich nicht gekümmert. Das sind einige Meldungen, die derzeit durch die sozialen Medien geistern. Doch was ist Mythos und was ist die Wahrheit? Das klären wir im Video. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran und wir zeigen, wie auch ihr den vielen Schnurrnasen da draußen helfen könnt. Seit einiger Zeit hält sich standhaft das Gerücht, es würden aufgrund der Corona-Krise vermehrt Tierhalter ihre Schützlinge aus Angst vor einer Ansteckung in ein Tierheim abgeben. Die Tierheime sind zwar durch die Pandemie stark gebeutelt, allerdings nicht, weil Tierhalter verstärkt ihre Fellnasen abgeben. Verschiedene Tierheime haben in Interviews mit Tageszeitungen oder Internetredaktionen diesen Behauptungen bereits vehement widersprochen. Der Mythos ist zerstört. Aufgrund der Überfüllung der Tierheime und weil nicht genug Mitarbeiter da sind, um die Tiere zu versorgen, werden die Schnurrnasen eingeschläfert. Das ist eine blanke Falschmeldung. Aufgrund der Unvereinbarkeit mit dem Tierschutzgesetz und dem Tierschutzgedanken ist diese Praxis in Deutschland nicht erlaubt und kommt auch nicht vor. Der Mythos ist ebenfalls zerstört. Damit man in Zeiten von Corona zu Hause beim Homeoffice nicht so allein ist und damit man aus der Wohnung darf, falls man in Quarantäne ist, wird verstärkt nach einer kurzfristigen Adoption von Tieren gefragt. Dieser Trend ist tatsächlich Realität. Vor allem Hunde sind sehr begehrt, da man meint, mit ihnen eine allgemeine Erlaubnis zu haben, die eigenen vier Wände zu verlassen, selbst wenn man in Quarantäne sein sollte. Abgesehen davon, dass ein Tier kein kurzfristiger Zeitvertreib ist, den man bedenkenlos wieder zurückgeben kann, wenn man ihn nicht mehr braucht, ist das Gassigehen nicht mehr erlaubt, wenn man aufgrund eines positiven Tests auf Covid-19 in Quarantäne ist. Hier ist man dann auf die hilfsbereiten Nachbarn, Bekannte, Verwandte oder einen professionellen Dogsitter angewiesen. Die erhöhte Nachfrage nach Kurzadoptionen hat tatsächlich zugenommen. Der Mythos ist bestätigt. Der Gassigehen in Quarantäne-Mythos ist jedoch zerstört. Hunde bleiben den ganzen Tag im Zwinger, weil niemand mehr da ist, um mit ihnen Gassi zu gehen. Die Tierheime in Deutschland haben nach den Vorgaben ihrer Bundesländer den Besucherverkehr eingestellt. Davon betroffen sind auch die vielen Freiwilligen, die häufig als ehrenamtliche Helfer die Tiere Gassi geführt haben. Einige Tierheime behelfen sich mit entsprechenden eigenen Mitarbeitern in der Einrichtung, haben eigene Auslaufflächen, die kurzfristig zum Gassigehen ausreichen müssen. Oder sie haben weiterhin Zugriff auf die Gassigeher und Katzenstreichler durch Ausnahmegenehmigungen. Ja, diese Begriffe gibt es wirklich. Es sind die ehrenamtlichen Unterstützer und sie stehen in der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes. Die Tierheimordnung haben wir euch verlinkt. Der Mythos, Tiere bleiben den ganzen Tag im Zwinger, ist ebenfalls zerstört. Wie können wir in dieser Zeit den Schnurrnasen und den Tierschutzeinrichtungen helfen? Ehrenamtliche Tätigkeit ist immer gern gesehen, in dieser Zeit aber schwer zu bewerkstelligen, da neue Gassigeher und Katzenstreichler aufgrund des Kontaktverbotes die im Vorfeld wichtigen Unterweisungen nicht erhalten können. Sachspenden wie Futter, Katzenstreu, Katzenspielzeug und Co. sind ebenfalls gern gesehen,
Da derzeit jedoch verstärkt Hygienemaßnahmen in den Tierheimen umgesetzt werden müssen, hapert es eher an Desinfektion und entsprechender Ausrüstung. Doch anstatt Futter und Co. selbst zu kaufen und als Sachspende zu übergeben, macht es mehr Sinn, an das örtliche Tierheim bzw. den örtlichen Tierschutzverein Geld zu spenden. Futter, Ausrüstung und Streu werden häufig vom Tierheim bzw. Tierschutzverein direkt beim Großhandel bezogen. Eine Geldspende ist in diesem Fall wirtschaftlicher. Zur Orientierung: Die Kosten der Unterbringung pro Pfund Katze belaufen sich zwischen 6 und 10 Euro am Tag. Das sind dann aber sämtliche Kosten von Unterbringung, Futter, Tierarzt und Betreuung. Diese Kostenschätzung haben wir aus dem Positionspapier des Deutschen Tierschutzbundes. Das ist jedoch bereits aus dem Jahre 2011. Es ist von höheren tatsächlichen Kosten auszugehen. Wir spenden aus diesem Grund einen Teil unserer Einnahmen an die 4 Vereine, die wir auf unserer Homepage genannt haben. Uns ist es wichtig, Tierschutzvereine in der direkten Umgebung zu unterstützen. Wir sind dafür jeweils in die Vereine eingetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag kommt direkt den Fellnasen zugute. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr in einem Tierschutzverein seid und wie eure Erfahrungen generell damit sind. Kommen wir zum Rätsel. Beim letzten Mal suchten wir den Diamanten. Ihr habt richtig gerätselt. Und was suchen wir heute? Mein erstes ist nicht die Sonne. Mein zweites ist die Wahrheit nicht. Drum gebe ich oft nur trügerische Wonne und stets ein ungewisses Licht. Wenn ihr wisst, was Maya sucht, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Die Auflösung gibt's beim nächsten Mal. Und um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.